Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen hier im Dorf und der Heimat der 7 Zwerge. Und wenn man hier nicht gerade wie die armen Zwerge im Bergwerk nach Schätzen graben muss, kann man hier auch wunderbar wandern. Hoch hinaus zum Beispiel. Tja, euch interessiert das? Dann bleibt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen und später beim Selbstausprobieren. Der Ausgangspunkt für diese knapp 15 Kilometer lange Wanderung ist wie angekündigt die Heimat der 7 Zwerge im Schneewittchendorf Bergfreiheit. Einen Wanderparkplatz finden wir hier beispielsweise unten an der Kellerwaldstraße mit dem Hinweis, wie ihr sehen könnt, auf weitere interessante Touren. Wir laufen die wenigen Schritte zur Straße im Urftal, besuchen kurz die berühmten Dorfgründer bzw. deren märchenhaften Vertreter, um schließlich die Hauptstraße zu überqueren, gegenüber in den Hüttenweg. Hier entdecken wir die ersten Beschilderungen für unsere heutige Tour. Logisch, wir nutzen zunächst den Rundweg 3, wollen wir doch hoch hinaus auf den uns bereits bekannten Kellerwaldturm. Aber diesmal besteigen wir den Wüstegarten natürlich von der anderen, der Nordseite. Hier im Hüttenweg genießen wir das erstliche herbstliche Flair. Tja, auch dieser Sommer neigt sich langsam seinem Ende entgegen, wie eben alles im Leben. Schön finde ich auch hier diese vielen informativen Tafeln. Doch überseht nicht die Hinweisschilder. Wir gehen nämlich nach links über die Felder und können uns auch hier von der Natur verzaubern lassen. Über den Feldweg steigen wir langsam aber sicher nach oben und drehen wir uns öfter um, können wir auch ins Schneewittchendorf Bergfreiheit zurücksehen und die beinahe märchenhafte Idylle genießen. Allerdings dürfte der Eindruck nicht täuschen, dass inzwischen mehr als nur 7 Zwerge hier wohnen. Und Schneewittchen ist ja noch einmal eine ganz andere Geschichte. Am Waldrand angekommen, entdecken wir die erste Schutzhütte mit seinen erneut informativen Tafeln zur Bergfreiheit. Und ich hoffe, ihr habt jetzt noch keinen Hunger, also orientieren wir uns weiter am leider schon sehr zugewachsenen Schild Kellerwaldturm, gönnen uns einen letzten Blick zurück und tauchen in den Herbstwald ein. Wie ihr sehen könnt, finden wir zum einen angenehme Waldpfade, aber auch geschotterte Waldwege. Für jeden Geschmack ist also etwas vorhanden. Wie bereits erwähnt, die herrlichen Buchenwälder sind das Markenzeichen des Kellerwaldes und diese können wir auch auf unserer heutigen Wanderung ausgiebig genießen. Die Ausschilderung ist erneut tadellos, zum einen unser Rundweg 3 als auch die 16X. Insgesamt müssen wir heute 421 Höhenmeter nach oben steigen, aber wie ihr sehen könnt, es geht doch sehr moderat und angenehm nach oben. Irgendwann haben wir den Bergsattel Unterstadt mit 566 Metern, den quasi ersten Höhepunkt geschafft und stoßen hier wieder auf den allseits beliebten Kellerwaldsteig. Zwar warten hier weitere interessante Ziele auf uns, aber auch noch weitere 109 Höhenmeter, also Luft geholt und weiter geht's nach oben. Und zwar nunmehr als weitere Beschilderung dem Kellerwaldsteig folgend. Zwischendurch erhaschen wir einen kurzen Blick nach Bergfreiheit bzw. Armsfeld. Es kann sich also schon sehen lassen, was wir nach oben gestiegen sind. Einige Meter weiter gelaufen geht der Blick rechts in Richtung Braunau und mehr ahnend als sehend Bad Zwesten. Wie immer achtet bitte auf die Schilder. Hier verlockt beispielsweise der breite Weg zum Geradeauslaufen. Mich hat ehrlich gesagt auch die Lust auf neue Aussichten angezogen. Aber nein, wir müssen links in den schmalen Waldpfad abbiegen. Und der hat doch was, oder? Zumal wir jetzt auf dem Hunsrück sind. Immerhin mit 636 Metern fast ganz oben.
Hunsrück ist natürlich nicht das in Rheinland-Pfalz liegende gleichnamige Mittelgebirge, sondern in dem Fall der nördliche Nebengipfel des Wüstegartens, unserem Ziel. Auf dem nächsten knappen Kilometer stehen, wie ihr sehen könnt, für diese Region erstaunlich viele Nadelbäume. Noch ein kurzer Blick hinunter in Richtung Urftal und dann stoßen wir auf einen breiten Fahrweg. Ausschilderung Nummer 3, welche uns bisher so treu geleitet hat, rät jetzt zum Abbiegen nach rechts unten. Aber zu kurz vorm Gipfel des Hohen Kellers wäre es doch wirklich Sünde, nicht noch die letzten 500 Meter zum Kellerwaldturm zu gehen. Allerdings sehen wir, hier sind Bauarbeiten im Gange, nämlich für die Zufahrtsstraße zwecks des bereits früher erwähnten neuen Wetterturms. Der Pferdefuß an der Sache, in der Woche ist hier schwerlich ein Durchkommen. Am Wochenende habe ich mir die Freiheit genommen und bin darum herumgelaufen, war damit allerdings auch in guter Gesellschaft. Links sehen wir die weiteren Folgen des Straßenneubaus und voraus den guten alten hölzernen Kellerwaldturm. Erstaunlich, selbst diese Pferde sind hier hochgekraxelt, ob freiwillig oder nicht. Kein Wunder bei diesem herrlichen Flecken Natur. Hoffentlich wird durch die Bauarbeiten nicht zu viel davon zerstört. Genug geredet, steigen wir flugs die 123 Treppenstufen nach oben. Selbst wenn die Aussicht heute nicht ganz so genial ist, begeistert bin ich hier oben jedes Mal. Anschließend macht jeder auf seine ganz eigene Art Picknick. Und nun die Frage, welchen der vielen Wege sollte man abwärts gehen? Der Möglichkeiten gäbe es einige. Angesichts des schönen Wetters habe ich mich für einen größeren Bogen entschieden, nämlich über Fischbach. Dazu laufen wir zunächst den uns bereits bekannten Abschnitt des Kellerwaldsteigs in Richtung Denzberg. Vorsicht bei feuchter Witterung beim vom Zahn der Zeit angenagten Bohlenweg. Ansonsten genießt die herrliche Natur hier oben. Vorbei an der Mausefalle für Riesenmäuse und dem nächsten Bohlenabschnitt kommen wir erneut an der offenen Fläche mit Blick zum gegenüberliegenden Hohen Lohr vorbei. Wer die Exelmer Steine noch nicht kennt, der sollte diesen unbedingt einen Besuch abstatten und dafür rechts in den schmalen Pfad, welcher leider sehr schwer zu entdecken ist, abbiegen. Nutzt dafür am besten die GPS-Daten. Die Links zu Outdoor Active und Komoot findet ihr wie immer unter dem Video in der Beschreibung. Wieder zurück auf dem breiten Fahrweg folgen wir diesem weiter nach unten. Bekommen von unten noch einen weiteren interessanten Blick auf die Exelmer Steine und gehen weiter und weiter abwärts. An der nächsten Kreuzung, welche wir erreichen, verlassen wir jedoch unseren Kellerwaldsteig und nehmen für den nächsten Abschnitt Hattenberg ins Visier und folgen weiter dem neuen, breiten, aber angenehmen Waldwegen. Bis, ihr seht das Dilemma, hier treffen wir auf die neu ausgeschilderten Zufahrtsstraßen für den Turmneubau. In der Woche ist das wohl beim Wandern eher nicht so angenehm, sucht euch deshalb besser ein Wochenende zum Laufen. Irgendwann taucht jedoch eine gänzlich neue Beschilderung aus. Wir verlassen nunmehr diejenige in Richtung Kellerwaldturm und sehen unser Ziel Bergfreiheit zunächst mit dem Bergwerk. Und selbst bis Bad Wildungen mit dem größten Kurpark Europas könnte man von hier laufen. Doch dazu in einem späteren Film. Einen halben Kilometer nach der letzten Abzweigung erkennen wir den abgeholzten Küppel, welcher es nur noch auf 446 Meter bringt. Ihr seht also, wie weit wir bereits abgestiegen sind.
Langsam, aber sicher verlassen wir auch den geschlossenen Wald, bekommen links erneut solche ausgesuchte, vierbeinige Schönheiten zu Gesicht und gehen den Feldweg abwärts nach Fischbach. Unten an der Straße angekommen, könnten wir natürlich in der angenehmen Jausenstation Fischbach einkehren. Mir war aber nicht nach Lokal zumute, sondern eher nach Genuss in der Natur. Selbst wenn dieser für die nächsten 500 Meter ein wenig getrübt ist. Wir müssen nämlich in Richtung Armsfeld auf der Straße gehen. Aber zum Glück hält sich hier der Verkehr in Grenzen und wir können die Straße bereits schnell wieder nach rechts verlassen. Gehen einige Schritte hinunter, queren die Urf und erreichen den nächsten Wegweiser. Nach links in Richtung Bad Wildung wäre, wie erwähnt, auch eine ausgesprochen schöne Variante. Und selbst zur Sperrmauer des Edersees kann man von hier laufen. Aber zum einen zeige ich euch das später, zum anderen wollen wir ja zurück zu den 7 Zwergen, ergo nach rechts die B4, 3 bzw. dem Kellerwaldsteig folgend. Im urwüchsigen Tal erfreuen wir uns an den informativen Tafeln und siehe, wir haben unser Ziel bald erreicht, wenn wir nicht die neue Version des Rundweges, deren es hier viele gibt, noch gehen wollten. Unterwegs finden wir noch dieses Hinweisschild auf Kunstgräben. Natürlich kennen wir diese auch schon aus anderen Regionen, wie zum Beispiel dem Grünen Graben im Schwarzwassertal. Und wo Wassergräben sind Mundlöcher im Fels natürlich meist auch nicht weit. Am Hinweisschild auf die Bodenschätze und Geologie des Kellerwaldes solltet ihr unbedingt aufpassen. Ein ziemlich unscheinbarer Pfad führt links nach oben an dieses Naturschauspiel. Den Steinbruch Bergfreiheit der Welle bzw. Kieselschieferabbau Kleine Leuchte. Hier bekommen wir eine beeindruckende Kieselschieferfalte geboten, welche einen Blick in die Erdgeschichte ermöglicht. Und gut zu sehen, nicht nur Fotografen, auch Steinsammler kommen voll auf ihre Kosten. Genug gestaunt laufen wir zurück auf unseren Hauptwanderweg, müssen nicht weit gehen, um das Besucherbergwerk zu erreichen. Die Wirkungsstätte der 7 Zwerge? Seit 1552 ist der Bergbau im Schneewittchendorf nachweisbar. Mit Verleihung der Bergfreiheit am 14.09.1561 wird das Bergmannsdorf gegründet und hat übrigens auch davon seinen Namen. Da ich aber noch neugierig auf Schneewittchen war, habe ich das Bergwerk Bertschuld links liegen gelassen und bin dem Wanderweg gefolgt, für den es noch jede Menge weiterer Varianten gibt. Kurz kommen wir zwar mit der Straße in Berührung, verlassen diese aber sofort wieder nach links über den Feldweg. In der Heimat von Schneewittchen gibt es natürlich auch eine Naturbühne, aber auch diese ignorieren wir heute. Schneewittchenhaus klingt doch viel spannender, oder? Wie denkt ihr? Weit ist es nicht. Zudem werden wir mit angenehmen Motiven belohnt und landen schließlich wieder auf der Kellerwaldstraße. Dass es hier im Ort ein historisches Bergamt gibt, verwundert natürlich nicht. Heute befindet sich in diesem prächtigen Haus eine, man soll es nicht für möglich halten, kostenlose Ausstellung. Schaut euch diese unbedingt an. Nicht nur einige der Schätze, welche die sogenannten 7 Zwerge und ihre Nachfahren den Berg abgerungen haben, können wir hier entdecken, sondern selbstverständlich ein Bild von Leben und Arbeit der Menschen gewinnen. Nur noch wenige Schritte und wir stehen vor dem Schneewittchenhaus. Gefällt es euch? Habt ihr es euch so vorgestellt? Ich finde, es sieht doch niedlich aus. Auch wenn der Hintergrund des Märchens alles andere als angenehm à la Brüder Grimm oder Disney ist. Hier könnt ihr euch über die wirkliche Geschichte gerne aufklären lassen. Kinder kommen genauso wie Erwachsene auf ihre Kosten. Nicht verwunderlich, dass es in diesem idyllischen Dörfchen noch viele andere wunderschöne Häuschen gibt. Besonders angetan hat es mir beispielsweise die alte Schule. Und natürlich die Fachwerkkirche oben auf ihrem Hügelchen. An dieser sollte man keineswegs vorbeigehen. Wer noch nicht genug hat, ihr seht es, der kann hier laufen bis zum jüngsten Tag und noch länger. Doch andere Rundtouren möchte ich euch, wie schon erwähnt, demnächst noch vorstellen, denn ich denke, für heute ist es genug. Deshalb laufen wir die Kellerwaldstraße wieder nach unten an unseren Parkplatz.